Hallo Leute, heute gibt es bei mir einen leckeren Spargelkuchen mit grünem Spargel und der eignet sich auch sehr gut zum Mitnehmen, zum Beispiel für die Arbeit oder an die Schule oder wohin auch immer. Dafür mache ich mir zuallererst mal den Boden und dafür brauche ich einen Mürbteig. Dafür habe ich jetzt 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, eine Prise Salz. Und das Ganze verknete ich mir schon mal ein bisschen. Darauf achten, dass die Butter schön kalt ist. So. Butter dann einfach so ein bisschen zerbröseln und mit dem Mehl vermischen. Wenn eine Küchenmaschine hat, kann das natürlich auch damit machen. Da geht es noch einfacher. Sobald die Butter dann einigermaßen verbröselt ist und sich ein bisschen mit dem Mehl verbunden hat, kommt noch ein Ei dazu. Und dann das Ganze zu dem Teig verkneten. Damit ist der Teig schon mal fürs Erste fertig. Der wandert jetzt noch in den Kühlschrank, dass er noch ein bisschen abkühlen kann. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die übrigen Zutaten. Ich mache meinen Gemüsekuchen jetzt eben mit grünem Spargel. Dafür habe ich mir hinten schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt. So, den würze ich mir auch gleich, und zwar etwas salzen, etwas Zucker, dann kommt noch ein Löffel Butter mit rein und Zitronensaft. So, da drin werde ich mir den gleich blanchieren und dann geht es auch schon ans Schälen. Also entweder ihr schneidet den unten ein Stück weit ab, dann müsst ihr ihn nicht schälen. Am besten findet ihr das raus, wenn ihr den Spargel in die Hand nehmt und da, wo er bricht, den Teil müsst ihr schälen. Der Rest, da ist die Stange zart genug und stört nachher nicht beim Kauen. Da ich den Spargel gerne mitverwenden möchte, werde ich mir das untere Drittel schälen und so kann ich dann eben den kompletten Spargel auch verwenden. So, mein Spargel ist geschält. Jetzt muss nur noch mein Wasser kochen, dann werde ich ihn da drin blanchieren. Die Schalen müsst ihr übrigens nicht wegschmeißen. Die könnt ihr nachher in das Spargelwasser mit reingeben und könnt dann daraus noch einen schönen Spargelfond kochen. Dann richte ich mir auch gleich Eiswasser her, so, dass der Spargel eben möglichst schnell runterkühlt und dadurch auch seine Farbe behält. Dann fängt mein Spargelwasser auch gerade an zu kochen. Da kommt jetzt eben der Spargel rein. Und den blanchiere ich da drin jetzt für 2 bis 3 Minuten, also nur ganz kurz, dass er nicht zu sehr gart, denn der gart ja nachher noch im Backofen, nur dass er eben nachher die Farbe behält und schon mal ein bisschen Geschmack bekommt. Die 2 bis 3 Minuten sind jetzt um. Jetzt kommt der Spargel eben direkt wieder raus. Wie gesagt, der ist noch nicht wirklich gegart. So, und den schrecke ich jetzt direkt von meinem Eiswasser ab, damit er eben möglichst schnell wieder runterkühlt. Den Fond ziehe ich zur Seite. Da kommen jetzt nur noch die Spargelschalen rein. So, die lasse ich da drin ziehen. So, aber den Spargelfond brauche ich für das Rezept jetzt nicht. Mein Teig hat jetzt 20 Minuten geruht. Den werde ich mir jetzt hier in die Form reindrücken. Dafür sprühe ich die noch kurz mit Trennfett aus. So. Falls ihr kein Trennfett habt, könnt ihr die auch mit Öl auspinseln, das geht genauso. Den Teig, den drücke ich mir jetzt eben direkt in meine Form und verteile den da. Dann schalte ich mir auch gleich den Backofen ein. Und zwar auf 170 Grad. So, und dann kann der schon mal vorheizen, denn da wandert er gleich rein. Der Teig sollte etwa einen 1 cm hohen Rand haben, dass dann nachher eben der Spargel und die Soße da reinpassen. Damit ist der Teig schon mal ausgelegt. So, und da kommt jetzt mein Spargel rein. Den lege ich mir jetzt einmal so rum und einmal so rum. So dass möglichst überall was von dem schönen Grünen ist, dass der ein bisschen verteilt ist. So. Dann habe ich hier noch ein paar Kirschtomaten. Ja, die sind einfach nur für die Farbe.
verteile ich mir einfach auch da oben drüber. So. Dann habe ich hier noch Schnittlauch. Den habe ich gerade eben im Schneesturm geerntet. Den schneide ich mir auch ein bisschen. Den verteile ich auch direkt drauf. Und dann geht es auch schon an die Füllung. Dafür habe ich 200 Gramm Schmand. Dazu kommen jetzt noch 4 Eier. Und dann noch würzen, ein bisschen salzen, etwas pfeffern und noch etwas Muskatnuss. Und das Ganze mixe ich mir jetzt einmal durch. Und die Füllung verteile ich jetzt über meinem Spargel. Und jetzt wandert das Ganze für ungefähr 30 Minuten in den Backofen bei 170 Grad Umluft. Mein Spargelkuchen war jetzt genau eine halbe Stunde im Backofen. Jetzt kommt er raus. Ihr könnt auch feststellen, ob der gar ist. Wenn er hier in der Mitte fest ist, dann ist er durch. Wenn er hier noch weich sein sollte, braucht er noch ein bisschen länger, aber normalerweise reichen 30 Minuten dafür gut aus. Ich lasse den Spargelkuchen jetzt noch einen kleinen Moment abkühlen, dann geht er leichter aus der Form. Wenn ihr den noch ein bisschen aufpimpen wollt, dann könnt ihr da gerne noch ein paar Kochschinkenstreifen mit reinmachen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Oder ein bisschen Käse drüber reiben, ist auch eine feine Sache. So, hier ist nun mein Spargelkuchen. Oh, sehr lecker, ich freue mich schon drauf, den gleich zu essen. Damit habt ihr jetzt auf jeden Fall ein sehr leckeres Gericht, das ihr auch sehr gut mitnehmen könnt. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!